Das alles, was ihr hier seht, ist wirklich Echtholz. Da haben wir zum einen diese wunderschöne Kaffeemaschine, die sich hier oben versteckt. Hier haben wir dann wieder diesen integrierten Softclose, so dass nichts rappelt oder klappert. Der Fernseher selber ist hier unten im Auszug und versteckt sich hier. Herzlich willkommen bei Reisemobile Dörr hier in Ilmenau. Mein Name ist Christian Möbius. Ich bin euer Spezialist, wenn es um Carthago-Fahrzeuge geht. Und heute wollte ich euch den neuen E-Line zeigen. Das ist ein Mercedes mit einem komplett neuen, überarbeiteten Exterieur, auf das wir später noch gesondert eingehen. Ansonsten würde ich sagen, fangen wir wieder mit dem Innenraum an. Und ich nehme euch einfach mal mit. Schaut es euch an. Hier haben wir den E-Line i50 mit der Doppelachse auf dem Mercedes Sprinter Fahrgestell. 170 PS hat dieses Fahrzeug, natürlich mit der 9-Gang-Wandlerautomatik. Die Außenlänge des Fahrzeugs sind 8,8 Meter, die Breite 2,27, die Höhe sind 3,12. Auch hier haben wir wieder im hinteren Bereich die Einzelbetten mit dem zusammenziehbaren Steg, sodass man beide Einzelbetten auch zusammen zu einem großen King-Size-Bett kombinieren kann. Also wir befinden uns jetzt im Schlafzimmer von unserem wunderschönen E-Line. Hier oben wäre zu erwähnen diese wunderschönen Staukästen im hinteren Bereich. Das alles, was ihr hier seht, ist wirklich Echtholz. Ihr habt also hier richtig was in der Hand. An den Seiten haben wir kleine Ablagefächer. In Verbindung mit der USB-Dose kann so das Handy im Prinzip hier hinten einfach in so eine Ablageschale reingelegt werden und dann kann man über Nacht das Handy laden. Ansonsten wäre zu erwähnen, dass dieses Fahrzeug auch wieder mit dem Carawings Unterfederungssystem ausgestattet ist und wir auch im hinteren Bereich eine Heizwendel haben, also sprich eine Leitung der Warmwasserheizung, die hinten dieses Bett mit beheizt. Die Liegefläche hier hinten ist natürlich sehr, sehr üppig, na? Mit 1,90 Meter Länge und knapp 2 Metern in der Breite. Wenn ich den Mittelsteg zuziehe, finden selbst große Menschen wie ich mit meinen 1,86 Meter Platz. Dieses Auszugssystem ist ganz einfach zu bedienen. Wir haben hier unten eine kleine Wippe, ziehen dann die komplette Treppe nach vorne, das Auslegeholz nach vorn und dann haben wir ein King-Size-Bett mit voller Größe. Das wirklich Schöne ist hier, selbst wenn das Wetter mal nicht mitspielt und ihr wollt es euch hier hinten in dieser Schlafecke bequem machen, dann habt ihr die Möglichkeit, hier hinten einfach auch noch einen Film zu genießen. Ihr zieht den Fernseher aus und könnt dann mit dem Raumtrenner hier hinten zumachen und schon habt ihr eure Privatsphäre. Das Fahrzeug verfügt dann auch im hinteren Bereich über mehrere Kleiderschränke. Zum einen habe ich wirklich hier einen Kleiderschrank, den ich auch von oben erreichen kann also bequem von oben meine Sachen entnehmen. Wenn ich Sachen aufhängen möchte, kann ich dann auch über dieses Seitenfach hier rein. Logischerweise hat Carthago auch mitgedacht und wir haben das auf der anderen Seite nochmals konkludent, natürlich auch hier mit einer separat zu öffnenden Schrankklappe. Wem das dann immer noch nicht reicht, der hat dann die Möglichkeit hier auf der rechten Seite den Kleiderschrank ebenfalls zu füllen. Direkt vor dem Bett, an das Bett schließt sich dann die Dusche an. Die Dusche hat eine gigantische Stehhöhe, selbst ich kann hier drin bequem stehen. Dazu kommt diese Plexiglasscheibe, so dass das Wasser auch in der Dusche bleibt, wo es hingehört. Wir haben hier im oberen Bereich die Regenwasserdusche. Natürlich ist das aber auch nicht alles bei diesem Fahrzeug, sondern das Fahrzeug verfügt zusätzlich natürlich auch nochmal über eine Handbrause. Wer natürlich ein bisschen Privatsphäre möchte, der hat zum einen die Möglichkeit, den Raumtrenner hier zu benutzen, den wir vorhin auch schon gezeigt haben. Richtig cool ist, dass die Nasszellentür hier doppelt ist. Das heißt, wir können hier die Toilette zumachen und können auch den Bereich nach vorne hin abgrenzen. Das heißt, wir haben direkten Zugang vom Schlafzimmer in den Nasszellenbereich, einmal zur Toilette und einmal zur Dusche. Auf der rechten Seite des Fahrzeugs habt ihr dann die außergewöhnlich schöne Nasszelle mit sehr, sehr viel Platz. Und hier komme ich dann in mein Bad. Hier habe ich das Design Waschbecken. Was richtig schön gelöst ist mal in dieser Nasszelle, ist, dass wir einzelne Lichtschalter haben, sowohl für die Ambiente als auch für die obere Beleuchtung.
Ich kann das also einzeln schalten. Ansonsten im unteren Bereich haben wir eine ganz normale Kassettentoilette von Tedford. Und wir haben noch einen großen Badunterschrank hier mit einem Mülleimer für eure Papierhandtücher oder sonstiges. Und im oberen Bereich die großen Spiegelschränke, die ihr selbstverständlich auch dann öffnen könnt. Also da ist allerhand Platz in dieser Nasszelle für alles, was man so an Hygieneprodukten benötigt. Schön ist natürlich, dass diese Tür eine richtige Doppeltür ist. Das heißt, wenn ihr dann auf die Toilette wollt, habt ihr hier die Möglichkeit, dieses separat zu verschließen, so dass ihr nicht den Durchgang nach vorne öffnen müsst. Als nächstes möchte ich euch dann den Küchenbereich von unserem E-Line zeigen. Da haben wir zum einen diese wunderschöne Kaffeemaschine, die sich hier oben versteckt, mit dem Kapselsystem und den Espresso sowie mit den beiden Kaffeetassen. Auch bei diesem Fahrzeug ist der Clou, dass es hier eine Zentralverriegelung gibt für die einzelnen Klappen, die auch am Zündschloss mithängt. Das heißt, sobald ich die Zündung aktiviere oder manuell hier hinten diese Zentralverriegelung aktiviere, dann sind sämtliche Schubfächer verschlossen. Weiter geht's dann mit diesem wunderschönen Schneidbrett, das wir hier dann auch noch haben, das gleichzeitig auch wieder als Verlängerung der Arbeitsfläche dient. Zusätzlich ist auch hier wieder die Brause ausziehbar. Und wir haben diesen berühmten Cartago-Kocher mit diesen wunderschönen Gitterrosten aus Gusseisen, also was Robustes, was Stabiles, was auch leicht zu reinigen ist. Ganz wichtig. Im Bereich vor dem Kocher haben wir dann diesen wunderschönen Barschrank. Hier ist natürlich auch zu erwähnen, das ist richtiges Glas. Und auch hier haben wir dann wieder diesen integrierten Softclose, sodass nichts rappelt oder klappert beim Öffnen und Schließen. Dann möchte ich euch natürlich noch die Schubladen von dem Fahrzeug zeigen. Also wir haben hier im oberen Bereich diese einzelnen Schubladen, logischerweise mit dem Soft Close. Wir haben hier schon ein Besteckfach mit integriert und die größeren Sachen finden dann jeweils in den unteren Schubladen Platz. Auch sehr cool gemacht ist dieser Auszug hier. Bei diesem Auszug ist es so, hier ist Platz für den Wein. Und an dieser Stelle habt ihr die beiden Mülleimer. Das Ganze natürlich dann auch so ziemlich geruchsneutral in diesem Schrank weggeschlossen und bündig verstaut. Auf der rechten Seite haben wir dann diese wunderschönen Tech Tower mit dem Apothekerauszug. Hier könnt ihr also alles relativ platzsparend verstauen und der schwindet dann einfach schön in dieser Blende, so dass man alles gut verstauen kann. Im Tech Tower haben wir dann den Backofen. Der eignet sich prima für Brötchen oder Pizza zum Aufbacken. Das obere Gefrierfach. Was hier wirklich richtig cool gelöst ist, ist die Doppelöffnung. Das heißt, ich kann den auch hier aufmachen. Wenn ich also im Küchenbereich irgendwas aus diesem Fach brauche, kann ich das hier rausnehmen. Wenn ich von draußen unter der Markise ein Eis will im Sommer, dann nehme ich das hier raus. Gleiches gilt natürlich auch für den Kühlschrank. Auch der ist beidseitig zu öffnen. Es ist wirklich ein riesen Kühlschrank mit einem wunderschönen Gemüsefach, also auch eine richtige Gemüseschale, die auch abgedeckt ist. Und wie gesagt, auch hier wieder mit der Doppelöffnung. Richtig cool ist die großzügige Sitzgruppe mit dem verschiebbaren runden Tisch. Das heißt, ihr habt hier unten ein Fußpedal, könnt dann den Tisch in alle x-beliebigen Richtungen schieben. Das Ganze kombiniert mit unserem schönen 32 Zoll TV, der sich natürlich auch im Winkel nochmal etwas anklappen lässt. Die Besonderheit bei diesem E-Line ist jetzt, das ist die Variante Skytrain Komfort. Das heißt, wir haben in diesem Fahrzeug kein Hubbett, sondern die beiden großen Dachluken und umlaufende Dachstauschränke. Richtig schön gemacht ist dieses wirklich prima geformte Holz. Das ist wirklich richtiges, echtes Holz. Und es sieht halt richtig, richtig edel aus. Richtig genial ist natürlich, durch dieses fehlende Hubbett haben wir weitere Verstaumöglichkeiten bei diesem Fahrzeug. Also ihr seht schon diese riesigen Möbelklappen, hier geht alles natürlich rein. Richtig cool ist auch, man kann das Fahrzeug mit der elektrischen Jalousie im vorderen Bereich verdunkeln und auch die Seitenscheiben verdunkeln.
um es sich eben noch ein bisschen gemütlicher zu machen. Richtig cool bei dem Auto ist natürlich auch wieder dieser wahnsinnig tiefe Doppelboden mit der Frischwasser- und Abwasserzentrale bei dem Fahrzeug. Hier könnt ihr bedenkenlos sämtliche Getränkekisten verstauen bis hin zur Bierpalette. Hier passt einfach alles rein. Man kann es von innen erreichen, so wie ich es gerade gemacht habe, oder man begibt sich durch die Aufbautür, kann von außen öffnen, einfach reingreifen und dann die Klappe wieder schließen. Und alles ist dort, wo es hingehört. Wie auch beim Stauraum hier, den ihr von außen durch die Aufbautür erreichen könnt, habt ihr hier noch den großen Vorteil. Hier unter diesem L-Schenkel der Sitzgruppe versteckt sich der Schuhschrank. So habt ihr alle Schuhe immer gut sortiert und griffbereit. Ihr müsst nicht erst mit den dreckigen Schuhen durchs Fahrzeug laufen, sondern könnt die dreckigen Wanderschuhe hier ausziehen. Könnt sie hier einfach reinstellen. Das Ganze verschwindet hier unter der Sitzbank und schon könnt ihr das Fahrzeug betreten. Zusätzlich zum Schlafzimmer Fernseher, den ich euch vorhin gezeigt habe, haben wir hier vorne die Entertainment-Ecke. In der Entertainment-Ecke haben wir wieder eine Alphatronics-Box. Hier könnt ihr Digitalkameras bis hin zu Spielekonsolen, alles was ihr braucht, könnt ihr hier anschließen. Wenn man zum Beispiel die Urlaubsfotos von der Digitalkamera auf dem großen Fernseher sichten will, dann steckt man sich einfach hier an und die Bilder kommen dann automatisch auf dem Fernseher. Der Fernseher selber ist hier unten im Auszug und versteckt sich hier. Und dieser ist dann natürlich auch im Winkel noch ein bisschen anpassbar, wie ihr das braucht. Das heißt, man kann den dann einfach rausmachen und sich vom Winkel her nochmal so verstellen, wenn man jetzt hier bequem auf den beiden vorderen Sitzen sitzt. Damit ihr überall Fernsehempfang habt, haben wir hier einmal die Möglichkeit, das terrestrische Fernsehen über DVB-T2 und wir haben auf dem Fahrzeug eine 85er automatische SAT-Anlage mit Twin-LMB, so dass man im Schlafzimmer wie auch im vorderen Bereich separate Programme schauen kann. Kommen wir doch zum Cockpit von unserem wunderschönen E-Line. Hier haben wir das Mercedes-Cockpit, wieder mit dem Fahrerhaus-Sichtkonzept. Das heißt, abfallende Armaturenbrettlinie, so dass ich nach 2,77 Meter schon auf die Straße blicken kann. In Verbindung mit dem Mercedes-Benz MBUX-System, da wird eure Navi drauf gespielt. Ihr habt die Möglichkeit, das Fahrzeug im vorderen Bereich mit einer Sprachsteuerung zu bedienen. Ansonsten haben wir wieder die bewährte 9-Gang-Wandlerautomatik vom Mercedes, gekoppelt mit den 170 PS dieses Fahrzeugs. Die Sitze im vorderen Bereich sind von Agouti, sind richtig bequem, sind drehbar. Ihr habt hier die Möglichkeit, mit den beiden Schulterstützen euch das richtig bequem zu machen. Gekoppelt ist das Ganze natürlich auch mit dem Abstandstempomat, so dass ihr auf langen Reisen wirklich ganz entspannt reisen könnt. Ihr könnt diesen Sitz auch noch in der Sitzneigung verstellen. Natürlich ist die Sitzlehne auch alles einzeln und individuell für jeden Fahrer einstellbar. Durch dieses neue MBUX, was im Mercedes, einige von euch werden es kennen, habt ihr natürlich alle Funktionen auf einen Blick. Hier haben wir zum Beispiel die Möglichkeit, ein Telefon zu koppeln, so dass ihr auf eure Kontakte zugreifen könnt. Natürlich könnt ihr euch auch vom Fahrzeug Nachrichten vorlesen lassen, inklusive der ankommenden WhatsApp. Als nächstes in dem Bereich haben wir dann das Thema Navigation. Im Navigationsbereich habt ihr dann die Karten. Hier ist es auch tatsächlich möglich, auch nochmal die Dimensionen des Fahrzeugs einzugeben, damit ihr keine Straßen benutzt, die ihr nicht benutzen sollt. Als nächstes dann in diesem Bereich haben wir die Möglichkeit, auch die Schnellwahltasten hier zu nutzen. Natürlich verfügt das Fahrzeug über DAB+ sowie eine FM-Antenne auch. Die Fahrzeugeinstellungen werden dann hier über dieses Menü gesteuert. Ihr könnt hier von der Assistenz bis hin zum Fahrzeug oder Licht alles einstellen. Es ist alles wirklich relativ intuitiv und einfach bedienbar, selbsterklärend. Natürlich hat dieses Entertainment-System auch die Möglichkeit, sich hier Hilfefunktionen anzeigen zu lassen, so dass man sich die Funktionen im Vorfeld auch anschauen kann. Und auch bei diesem Fahrzeug gibt es dann linker Hand einen Rückfahrkameramonitor, der auch gleichzeitig als elektronischer Rückspiegel dient, so dass, wenn ihr einen Hänger mit euch führt, auch immer sehen könnt, was macht mein Hänger oder was ist hinter meinem Fahrzeug los. Darunter direkt haben wir auch wieder hier einen Schalter für den Wärmetauscher. Dieses Fahrzeug verfügt nämlich über die alte Warmwasserheizung. Das heißt, ihr habt in dem Fahrzeug richtige Heizkörper, wo Warmwasser durchgepumpt wird. Besonders gut geeignet für Allergiker. Hier wird kein Staub aufgewirbelt, sondern es ist eine richtige Warmwasserheizung. In Verbindung mit diesem Wärmetauscher, der sorgt dafür, dass ihr auch mit der Motorwärme den Aufbau heizen könnt während der Fahrt und umgekehrt.
Wenn ihr in den Wintermonaten mit dem Fahrzeug verreist und ihr wollt einen vorgewärmten Motor, bevor ihr eure Reise antretet, könnt ihr natürlich auch die Heizung des Aufbaus dazu nutzen, um den Motor vorzuwärmen. Nachdem ihr euch nun einen kleinen Eindruck vom Innenraum verschaffen konntet, möchte ich euch natürlich auch das Exterieur dieses Fahrzeugs nicht vorenthalten. Wir haben hier wieder diese wunderschönen Klappen, Rollergaragenklappen mit einer hermetisch abgeriegelten Rollergarage, damit wir keine Gerüche aus der Heckgarage im Innenbereich des Fahrzeugs haben. Die Scharnierleisten sind hier überall versteckt und die Besonderheit ist, wir haben eine Schwallwasserdichtung. Das ist die äußere, die ihr hier sehen könnt. Die eigentliche Abdichtung der Heckgarage befindet sich aber im Innenraum. Und deswegen mache ich das einmal für euch auf. Diese Klappen beim E-Line gehen nach oben auf und dann haben wir hier den Innenbereich von unserer Heckgarage. Es gibt natürlich diverse Möglichkeiten. Vom Roller mit Einzugssystem bis hin zum Fahrrad mit Einzugssystem könnt ihr hier das Ganze verbauen. Nehmen wir zum Beispiel den Thule Veloslide. Den könnt ihr einmal hier rausnehmen und könnt ihn auch drüben rausschieben. Vorteil ist der, ich muss die Fahrräder nicht mehr riesig weit hochheben, sondern stelle sie hier auf meinen Fahrradträger, schiebe den hier rein und schon ist das Fahrrad in der Heckgarage oder die Fahrräder in der Heckgarage verstaut. Bedingt dadurch, dass wir bei dem Fahrzeug natürlich auch wieder eine Außendusche haben, haben wir die Möglichkeit hier unsere Ausrüstung abzuspülen oder natürlich zum Duschen bei schönem Wetter. Neben unserem Stromkasten haben wir hier diesen Wechselrichter. Der Wechselrichter generiert also aus den 12 Volt Batterien 230 Volt für den Fall, dass ihr nicht am Landstrom steckt. Der Vorteil ist hier, durch die Steckdosen, die bereits im Innenraum integriert werden, habt ihr die Möglichkeit auch hier das E-Bike, den E-Roller oder was auch immer ihr im Heckbereich transportiert, bis hin zur Kühlbox für die Angler unter uns, könnt ihr alles hier hinten anschließen. Dazu haben wir dann noch den Stromkasten. Bei dem Stromkasten, das ist alles wirklich zentral angebracht. Ihr müsst also nicht im Fahrzeug suchen, sondern ihr geht wirklich hier hinten dran und habt eure komplette Hausinstallation mit einem Griff im Blick. Um es mal ganz kurz zu erläutern, wir haben hier unten den Batterietrennschalter. Hier ist dieses 12 Volt Sicherungskasten für den Aufbau mit allen einzelnen beschriebenen Sicherungen. Und im oberen Bereich haben wir die Fehlstromschutzschalter, natürlich in beide Richtungen aufgrund der CEE-Geschichte. Dann haben wir das Ladegerät hier oben für die Lithiumbatterien und im oberen Bereich unter dieser Abdeckung findet ihr dann den Ladebooster nochmal des Fahrzeugs. Und da sieht man dann die komplette Innenraumtechnik. Wie gesagt, hier unten unter der Blende, die sich hier mit diesen beiden Schrauben lösen lässt, findet ihr die Batterie und gleich daneben ist dann dieser rote Revisionsdeckel für den Abwassertank, falls ihr den mal reinigen wollt. Als nächstes wäre dann erwähnenswert die Markise über die komplette Fahrzeuglänge, heckbündig montiert, so dass wenn die Garagenklappen auf sind, auch die von der Markise abgedeckt werden. Die Markise hat 3 Meter im Auszug. Das ist die neue Thule Omnistorm 9200. Wir machen die einfach mal für euch ein Stück auf, dass ihr sie sehen könnt. Ganz ausfahren ist jetzt hier aufgrund der Platzverhältnisse nicht möglich. Da wir jetzt einmal so günstig hier stehen, möchte ich euch natürlich auch nochmal die Doppelachse zeigen. Das ermöglicht eine Beladung des Fahrzeugs bis zu einer zulässigen Gesamtmasse von 5,5 Tonnen. Auch wichtig zu erwähnen, Carthago setzt einen großen Wert darauf, dass die Fahrzeuge ausgeglichen sind. Das heißt, wir haben annähernd 50% auf der Hinterachse des Gewichts und 50% auf der Vorderachse. An der Stelle hier findet ihr eure Kassette von der Toilette. Natürlich ist es auch möglich, das Fahrzeug mit einem Fäkaltank zu bekommen und einem Umpumpsystem. Das heißt, wenn die Kassette voll ist, könnt ihr euch raussuchen, ob ihr das in den Fäkaltank umpumpt oder ob ihr nur die Kassette entsorgt. Ist natürlich optimal, auf Kurztrips nur die Kassette einzusetzen und wenn ihr länger mit dem Fahrzeug verreist, das Ganze in den Fäkaltank umzupumpen. Das Einsetzen der Kassette ist eigentlich ganz simpel. Wir schieben die hier wieder in den Schacht rein, so dass sie im hinteren Bereich arretiert. Und dann seht ihr schon, habe ich hier so einen Stöpsel in der Hand. Dieser Stöpsel ist für die serienmäßig verbaute SOG. Das heißt, ihr könnt diese Toilette natürlich auch chemiefrei betreiben. Interessant ist, ihr habt hier den Aktivkohlefilter nicht an der Klappe, so dass auch unter der Markise sich keine Gerüche entwickeln können, sondern wir haben einen Abluftpilz oben im Bereich der Dachhaut, so dass das über das Fahrzeugdach hinweg abgesaugt wird. Dann haben wir als nächstes unsere Kühlschranklüftungsgitter.
bei den Kühlschranklüftungsgitter. 2 könnt ihr hier sehen. Ein weiterer Kamin ist oben auf dem Dach für maximalen Durchzug und für maximale Performance eures Kühlschranks. Hier in dem Bereich sind jetzt noch die Winterabdeckungen aufgesteckt. Die werden dann einfach entfernt. Hier unten, dieses Teilchen ist im Prinzip für eure Heizung. Hier oben wird Frischluft zur Verbrennung angesaugt und hier wird dann das Abgas der Heizung ausgestoßen. Im Bereich der Aufbautür haben wir beim E-Line auch wieder die Besonderheit, dass wir hier das Soft-Close-System haben. Das heißt, in der Nacht ärgert ihr die Nachbarn nicht, wenn ihr vom Restaurantbesuch oder ähnliches zu eurem Reisemobil zurückkommt. Als nächstes im vorderen Bereich haben wir dann die Außenklappe mit dem Easy Entry. Dieses Easy Entry System sagt eben halt, dass man das Fahrzeug von außen beladen kann und die Sachen dann von innen durch Lösen des Staukastens innen, also die Sitzfläche wird dann umgeklappt und dann kann man drinnen auch die schweren Gegenstände wieder rausnehmen. Zusätzlich haben wir bei dem Fahrzeug auch hier wieder einen Außengasanschluss für Gasgrill oder sonstiges, was ihr gerne benutzen möchtet. Hier seht ihr dann das neue Gesicht vom E-Line mit dem neuen V-Face Design, mit dem Mercedes-Stern, dem C-Branding und diesen neu geformten LED-Scheinwerfern. Man sieht auch schon, wenn man jetzt von hier mal durch diese riesige Frontscheibe blickt, wie elegant und luxuriös dieses Fahrzeug eigentlich ist. Und das soll sich natürlich auch im Exterieur widerspiegeln. Von außen jetzt auch schön zu erkennen, das Armaturenbrett, was wir vorhin schon von drinnen angesprochen haben, zum Fahrerhaus-Sichtkonzept. Durch diese abfallende Linie mit dieser gigantischen Frontscheibe könnt ihr relativ zügig auf die Straße gucken. Ihr behaltet immer den Überblick, was bei so einem voll integrierten Fahrzeug natürlich sehr, sehr wichtig ist. Nachdem wir die neu designte Front gesehen haben, auch hier nochmal die Radkästen wurden dieses Jahr auch neu designt. Wir haben also etwas geradere Kanten, damit es etwas frischer, junger und moderner aussieht. Und das Dekor diesmal in einer anderen Farbe als gewohnt. Um den Einstieg in dieses Fahrzeug zu erleichtern, haben wir im unteren Bereich noch eine elektrische Trittstufe. Die geht dann automatisch auf, sobald ihr die Tür des Fahrzeugs öffnet. Bei Mercedes-Fahrzeugen ist die ganz wichtig, weil hier gilt es wirklich hoch ins Fahrerhaus. Zur Beladung des Fahrzeugs wird dann hier ganz einfach diese Klappe geöffnet. Mit diesem Wahnsinnsplatz hier unten drin als Durchreiche, egal ob Stand-Up-Paddle oder die Ski, das könnt ihr alles hier reinpacken. Gleich dahinter schließt sich an dieser Gaskasten. In dem Gaskasten ist also Platz für 2x11 Kilo. Natürlich beim E-Line das Ganze auch versehen mit der Duo Control CS. Das heißt, ihr habt eine automatische Umschaltung. Ist die Betriebsflasche leer, wird auf die Reserveflasche automatisch umgeschaltet. Ihr müsst nicht das Fahrzeug verlassen, um hier die Flaschen umzustellen. Zu erwähnen wäre dann noch dieser Anschluss hier, das ist für euren Frischwassertank. Das Fahrzeug hat eine Kapazität von 235 Liter Frischwasser und 185 Liter im Abwassertank. Und wenn ihr jetzt richtig heiß seid auf das Thema Reisemobil, speziell auf Carthago, dann würde ich euch einfach empfehlen, meldet euch bei uns. Wir haben richtig Bock drauf, euch richtig zu beraten. Wir zeigen euch das gerne hier vor Ort bei uns und wir freuen uns natürlich, euch kennenzulernen und euch auf eurer Reise zu begleiten.